Hallo ihr Homos und willkommen im schönsten Keller von ganz Osttirol, beziehungsweise willkommen im schönsten Home Flight Sim Cockpit von ganz Osttirol. Heute gibt es wieder eine wunderschöne Sightseeing-Tour im Microsoft Flight Simulator. Heute gibt es nur einen kurzen Inlandsflug, und zwar fliege ich vom LOWZ, am Flugplatz Zell am See, Richtung St. Johann in Tirol und lande dann auf dem LOIJ, also am Flugplatz in St. Johann. Die zwei Flughäfen sind nur 35 km Luftlinie voneinander entfernt, aber auch hier wieder, ich werde nicht Luftlinie fliegen, sondern nur die Täler fliegen, um euch ein bisschen Sightseeing-Tour zu zeigen. Die zwei Flugplätze solltet ihr euch ein bisschen genauer anschauen, weil es sind zwei gekaufte Flugplätze, die gibt es offiziell im Marketplace von Microsoft Flight Simulator und sie sind wunderschön. Zum Flugplan, wie gesagt, wir starten in Zell am See, dann steigen wir auf 4200 Fuß, fliegen dann Richtung Saalfelden und in Saalfelden biegen wir Richtung Westen ab bis St. Johann in Tirol. Und auch heute wieder fliegen wir mit der Diamond Aircraft DA62, weil ich das einfach ein wunderschönes Flugzeug finde. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir ein. Sehr schön. Und dann sind wir hier. Am Flugplatz Zell am See, an einem wunderschönen Tag. Bist du wahnsinnig, ist es heute schön. Strahlend blauer Himmel, traumhaft. Ja, dann würde ich sagen, sitzen wir ins Flugzeug rein. Wunderbar. So, und bevor wir jetzt das Flugzeug startet, will ich euch noch zeigen, wie der Flugplatz so aussieht. Weil der ist einfach wunderschön gemacht. Seht ihr eh, da sind schon einige Flüger parat zum Abfliegen. Oh, da hinten ist schon einer, der startet schon. Nein, der parkiert gerade. Ah, der landet gerade, okay. Sehr schön, da hinten haben wir noch ein paar Helikopter, die allerdings nur Dekoration sind, mit denen kann man leider nicht fliegen. Schön, schön. Da runter. Tipptopp. Die Rollbahn ist frei, also steigen wir ein. Und schauen wir, dass wir den Kübel in die Luft kriegen. Als erstes wie immer Treibstoffpumpen. So, und dann haben wir hier Batterien mal. Schön, den zweiten Bildschirm der MFD stellen wir auch ein. Dann der Alternator. Und dann können wir auch die Lichter anschalten. Das Positioning Licht und das Strobe. So. Und dann würde ich sagen, starten wir Triebwerk. Zuerst wie immer das rechte. Und go. Und dann aus linke. Wunderbar, und wenn wir jetzt rausgehen und anschauen, ob die Kiste läuft, dann sieht man jawohl, die Rotoren drehend, wunderbar. Oh, der ist schon wieder weg, ist schon wieder unterwegs. Ah ja, da hinten, auf der Startbahn, ist nur das Flugzeug. Ob der jetzt dann abfliegt, ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls bei dem schönen Wetter. Ein Träumli, ein richtiges Träumli ist das. Jetzt hoffe ich nur, dass der Flüger dort hinten dann bald mal abfliegt, weil sonst ist die Landepiste
besetzt und wir können abfliegen. Und ich brauche die ganze Landepiste beziehungsweise Abflugpiste. Sonst komme ich mit meinem Flugzeug hier nicht weg. Ja, hocken wir nochmal rein. So. Dann stellen wir auch den Avionics Master ein. Und dann können wir mal den Funk auf den Flugplatz Zell am See einstellen. Die haben aber, glaube ich, auch keinen Tower. Jedenfalls im Spiel interessiert es niemand groß, ob ich hier starte oder nicht. So, der Funk ist auch eingestellt. Die Landeklappe müssen wir noch haben. So. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal unseren Flugplan an. Da sehen wir hier, wir starten in Zell am See, also am LOWZ, fliegen dann über das schöne Dörfli Zell am See, dann weiter nach Saalbach und in Saalbach tun wir dann nach Westen abbiegen, Richtung Gerling. Nein, nicht in Saalbach. Blödsinn. Wir fliegen bis Saalfelden und in Saalfelden biegen wir dann Richtung Westen ab, Richtung Lenzing, fliegen über Leogang, Hütten, Griesen und nach Griesen überfliegen wir die Grenze von Salzburg zu Tirol und Hochfilzen ist dann bereits wieder im Tirol und dann sind wir dann auch bald schon am schönen Flughafen in St. Johann in Tirol. Gut. So, dann stellen wir noch den Autopilot ein soweit. Das heisst, unsere Zielflughöhe wird sein 4200 Fuß. Wunderbar. Und der Flight Level Change tue ich auch wieder auf 110 Knoten einstellen. Ja, und dann eigentlich können wir starten. Da kann uns der Kollege Essig einen schönen Pushback geben. Wie sieht es aus? Alles frei. Das Flugzeug ist immer noch auf der Piste drauf. Das soll abfahren. Darum gehen wir in den Funk hinein und sagen auch mal, dass wir jetzt dann abfahren. Zell Traffic Diamond Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra is taxiing to runway 8. Bitte einmal Pushback. Danke, das langt. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns mal auf die Startpiste. Und ich hoffe wirklich, dass das Flugzeug, das jetzt da hinten auf der Startpiste ist, dass das noch abfliegt, bevor wir dort sind. So, dann Schub rein. Dann das Landing Light auch noch anschalten. Da vorne, links, wenn ihr es seht, da fährt ein Traktor. Warte, da fahren wir mal jetzt entlang, dass ich euch das zeigen kann, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. So gut. Da außen, ich glaube, der tut Schnee schöpfen. Ja, hat zumindest eine Schaufel drauf. Mit auf dem Feld. So, wie sieht es aus? Ist das Flugzeug jetzt weg da? Nein, es ist immer noch da vorne. Seht ihr das? Heiland, zack. Der soll abfliegen. Husch, husch. Weg da. Was macht der? Der sollte ich ja in dem Fall theoretisch auch hier sehen, wenn man da jetzt ein bisschen näher herzoomt. Nein, der ist nicht mal auf dem Plan. Ein nicht angemeldetes Flugzeug. Holt sofort die Polizei! Jetzt bewegt er sich. Jetzt ist er weg. Auch gut. Das heißt, announce clear of runway.
traffic Diamond Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra is clear of the runway. Und wir starten. Zell traffic Diamond Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra taking off runway 8 departing straight out. Und wir müssen hier ganz hinterher fahren, weil wie gesagt, dieses Flugzeug ist ein bisschen zu gross für das Flugfeld. Also eigentlich, jetzt steht der wieder da! Das gibt's doch nicht! Ah, komm jetzt! Hey, Kollege! Was macht der? Gott verdammt nochmal! Ich würde da gerne abfliegen. Heiland, zack. Vielleicht startet er jetzt auch gerade mal. Nein, der steht nur dort. Das ist eben ein bisschen der Nachteil, wenn man live fliegt mit anderen Spielern. Oder gut, vielleicht ist das auch ein Live-Flugzeug. Nein, dann müsste es eigentlich auf der Karte auftauchen. Der Hure, glaube ich, der Verdammte. Wir kündigen jetzt einfach nochmal an, dass wir fliegen. Vielleicht ist er dann weg. Zell traffic Diamond Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra taking off runway 26 straight out departure. Ja, nun, wissen ihr was? Weil es ist ja noch keine Kollision programmiert. Das heisst, wir können eigentlich straight durch das Flugzeug hier fliegen. Und das machen wir jetzt auch, weil ich will jetzt abheben. Also dann, Start! Ich hoffe, das knallt nicht. Ich hoffe, wir können einfach durchfliegen. Das sehen wir jetzt dann. So, jawohl, ja, okay. Und jetzt brauchen wir unsere 80 Knoten und dann können wir schön starten. 50, ja, 60, ja, es windet ein bisschen. 70, da muss ich jetzt abheben, da sind Bäume. Komm schon. Oh. Okay. Sehr schön, wir sind unterwegs, wir sind in der Luft. Das heisst, Klappe rein, Fahrwerk rein. Wunderbar. So. Und jetzt sind wir schon über dem Golfplatz. Da fliegen wir jetzt einfach, bis wir fast etwa 3000 haben. Und dann machen wir eine Wende. Sehr schön, 3000. Da kehren wir jetzt um. Schön. Und dann sehen wir da vorne auch nochmal Zell am See, mit dem See. Und ich würde sagen, ich wechsle jetzt die Kameraperspektive, gehen wir auf die Aussenkamera. Wunderbar. Da sieht man es hier schöner. Wir sind immer noch am Steigen. Jetzt schalten wir auch den Autopilot ein. Und zwar mit Alternate, jawohl. Das NAV tun wir noch nicht aktivieren. Schön. Und jetzt tun wir auch das NAV aktivieren vom Autopilot. Dann fliegt er da schön. Wunderbar. Dann können wir den Flug eigentlich schon geniessen.
Und wenn man ganz genau schaut, dann sieht man von hier aus jetzt auch schon den Flugplatz von St. Johann. Jetzt sieht man ihn ein bisschen besser. Zumindest die Landepiste sieht man. Weil der Flughafen ist auch nicht wirklich gross. Aber bevor wir landen, werden wir noch über St. Johann drüber fliegen, dann nochmal umdrehen und dann landen. Jetzt sieht man die Landebahn gut. Der LOIJ. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir eine kleine Runde. Also ich sitze wieder ins Cockpit rein. So. Dann nehmen wir auch ein bisschen Schub raus, während wir schon am Sinken sind. Während wir hier jetzt umdrehen. Ja, jetzt reklamiert er natürlich, dass wir unter unsere 4200 Fuß sinken. Das ist okay, das war ja beabsichtigt gewesen. Aber hier machen wir jetzt eine ganz gemütliche Wende. Wie sieht es hier unten aus? Das ist St. Johann. Wunderschön. So, da können wir auch schon das Fahrwerk mal ausfahren. Oh, da ist die Landepiste schon. Ah. Wie gesagt, ich bin nicht wirklich ein guter Pilot. Da fliegen wir nochmal eine Runde vorwärts und dann machen wir vorne nochmal eine Wende. Und dann landen wir. Sonst wird das nämlich nichts. Tipptopp. Und da haben wir jetzt die Landepiste vor uns. Wunderbar. So. Dann können wir auch schon. Nochmal ein bisschen Schub raus. Und auch das Flugfeld ist für das Flugzeug wahrscheinlich nicht geeignet. Also mein Flugzeug, die DA-62, ist wahrscheinlich auch für St. Johann Nummer zu gross. Aber wir packen das. Ich hoffe es zumindest, sonst gibt es eine Bruchlandung. So, jetzt sind wir nur noch im Gleitflug. Das kommt gut das Mal. Ja, ein bisschen zu früh aufgesetzt. Aber da sind wir. Wow, eine butterweiche Landung. Schön. Tipptopp. Du, das ist, glaube ich, für mich persönlich eine von meiner besten Landungen gewesen bis jetzt. Oh, oh, gut. Nehmen alles wieder zurück. Jetzt sind wir nämlich schon wieder in der Wiese draussen. So nur ein Seich. Aber gut. Hey, da fährt auch ein Traktor. Finde ich gut. Traktoren, was fällt. Keine Ahnung, was der noch macht.
Zumindest im Winter. Eine zweite Piste für die Flugzeuge. Ja, und dann würde ich sagen, fliegen wir zu unserem Parkplatz. Also fahren zu unserem Parkplatz. Ja, der Traktor wird wahrscheinlich unseren Parkplatz freischaufeln. Finde ich gut. Sehr sympathisch vom St. Johanna Traktor. So, da ist der Tankwagen. Da steht schon das Flugzeug. Ich stelle es einfach hier vor das Restaurant. Vor das Schild vom Fliegerclub St. Johann in Tirol. Ja, schön. Dann tun wir die Parkbremse anziehen. Gut, gut. Und stellen den Kübel aus. Die Lichter. Und auch Batterie und Avionics Master. Wir sind gelandet in St. Johann in Tirol. Wunderschön ist es hier. Das wäre relativ kurze, aber von meiner Sicht aus trotzdem wunderschöne Flug von Zell am See nach St. Johann in Tirol. Und in dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und ciao zusammen.